Hallo allerseits! In diesem Auspackvideo zeige ich mal wieder ein Spur 1 Modell einer etwas moderneren E-Lok. Es handelt sich um ein Messing-Handarbeitsmodell der Baureihe 111, das ich leihweise von der Firma Wunder Präzisionsmodelle zur redaktionellen Vorstellung in 2 Fachzeitschriften erhalten habe. Ihr Vorbild wurde ab 1974 insgesamt 227 Mal gebaut. Günter Wunder hat die Lok im Maßstab 1:32 in 8 verschiedenen Varianten der Bahnepochen 4 bis 6 realisiert. Das hier zu sehende Modell der 111-154-1 ist das erste Vorab-Exemplar aus der Serienproduktion von Wunder. Es wurde in S-Bahn-Farbgebung mit Revisionsdatum im September 1981 in Szene gesetzt und hat einen Listenpreis von 3.490 €. Es ist 7,2 Kilogramm schwer und hat gemäß Vorbild eine Länge von knapp 524 mm. Als Antrieb dient über jedem Drehgestell ein längs verbauter Faulhabermotor mit einem Zahnriemen. Die sehr beweglichen Drehgestelle ermöglichen den Fahrbetrieb ab einem Gleisradius von 1020 mm. Der Lautsprecher für den Sound des Modells sitzt in etwa hier knapp hinter dem Führerstand 2 und ertönt kräftig nach unten. Und nachdem das Modell gerade so schön liegt, zeige ich jetzt einfach mal in aller Ruhe die Lokunterseite aus der Nähe. So, jetzt steht die 111 erstmals auf den Gleisen und ich zeige kurz, dass die Federn der Drehgestelle nicht nur Zierde sind, sondern wirklich funktionieren. Bevor ich jetzt gleich alle Sounds einzeln abspiele und dabei auch viele Lokdetails aus der Nähe zeige, gibt es als Vorgeschmack den Aufrüstvorgang nebst kurzer Probefahrt.
Jetzt komme ich zu den Einzelgeräuschen der Baureihe 111 und währenddessen zeige ich auch wieder viele Detailaufnahmen des Modells. Das Signalhorn in Abhängigkeit von der Tastendrucklänge. Jetzt mal kurz. Dann ein Kurzpfiff. Das Geräusch beim Kuppeln. Und die Kupplung wieder trennen. Das Sanden, auch wieder abhängig von der Länge des Tastendrucks. Pressluft ablassen. Jetzt kurz. Dann die Handbremse anlegen. Und wieder lösen. Die Lokbremse anlegen. Diese Funktion ist eine Automatikfunktion, die bei Abhängigkeit von der Lokbewegung ausgelöst wird und wieder aktiviert wird beim Anfahren. Ich fahre jetzt mal die Lok an. Und jetzt halte ich die Lok an. Ähnlich läuft es mit der Funktion 28 der Zugbremse. Die kann ich jetzt hier auch mal anlegen. Und bei Anfahrt der Lok wird sie automatisch gelöst. Jetzt halte ich die Lok wieder an. Als nächstes 2 Rangierfunkdialoge. Lok mit 3 Wagen des 3112 von Gleis 2 nach Gleis 101. Jawohl, hab verstanden. Jetzt der zweite Dialog. Aus dem BW nach Gleis 1. Wir haben frei, kann's kommen. Mit weiteren Funktionstasten gibt es diverse Bahnhofsansagen und Bahnhofsgeräusche. Achtung am Gleis 1, Einfahrt hat der Eilzug nach München Hauptbahnhof. Vorsicht an der Bahnsteigkante. Die nächste Taste ist für den abfahrenden Zug. Einsteigen und die Türen schließen. Vorsicht an der Bahnsteigkante. Natürlich gibt es auch einen Schaffnerpfiff. Hier sind wieder mehrere gespeichert, die zufällig abgespielt werden. Und schließlich gibt es noch eine Bahnhofsansage mit 10 verschiedenen Bahnhöfen, von denen man entweder einen per CV-Register voreinstellen kann oder es werden alle zufallsgesteuert abgespielt. Dabei erfolgt dann auch die Gleisansage zufällig. Ich lasse sie jetzt abspielen und ordne sie dann für dieses Video. Meine Damen und Herren, auf Gleis 5 hat Einfahrt der Intercity nach Augsburg Hauptbahnhof. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt des Zuges. Meine Damen und Herren, auf Gleis 3 hat Einfahrt der Intercity nach Dortmund Hauptbahnhof. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt des Zuges. Auf Gleis 2 nach Duisburg Hauptbahnhof. Auf Gleis 2 nach Köln Hauptbahnhof. Auf Gleis 4 nach Mainz Hauptbahnhof. Auf Gleis 2 nach Mannheim Hauptbahnhof. Auf Gleis 4 nach München Hauptbahnhof. Auf Gleis 2 nach Salzburg Hauptbahnhof. Auf Gleis 3 nach Stuttgart Hauptbahnhof. Meine Damen und Herren, auf Gleis 1 hat Einfahrt der Intercity nach Ulm Hauptbahnhof. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt des Zuges. Endlich alle geschafft. Einige weitere Geräusche gibt es nur in Verbindung mit dem aktivierten Fahrgeräusch. Das ist zum einen der Kompressor. Und das Geräusch des Lüfters.
Das war jetzt laut Bedienungsanleitung der Lüfter in der Winterstufe. Und wenn man die Funktionstaste dreimal kurz drückt, soll der Lüfter in der Sommerstufe ertönen. Die nächsten Geräusche gibt es dann in Verbindung mit der Fahrt des Modells und ich zeige das wieder auf einem Rollenprüfstand. Zum einen ist das Kurvenquietschen zuschaltbar. Mit einer weiteren Taste Weichenquietschgeräusche. Außerdem sind noch Schienenstoßgeräusche zuschaltbar. Dann gibt es eine Soundfader-Funktion zur vorübergehenden Absenkung der Lautstärke. Mit Funktionstaste 23 gibt es eine Bremsfunktion namens Nothalt, mit der die Lok trotz unverändertem Fahrregler abgebremst wird bis auf 0, relativ schnell. Und wenn man die Taste wieder löst, fährt die Lok wieder an bis zur vorgewählten Geschwindigkeit. Das Bremsenquietschen beim Abbremsen kann man übrigens auf Tastendruck natürlich auch wieder deaktivieren, falls man das nicht hören will. Schließlich zeige ich jetzt noch die Funktion Schwere Last, bei der ein Schwerlastbetrieb nachgebildet wird und die Beschleunigung dann länger dauert und die Elektromotoren hörbar härter arbeiten. Jetzt wird es aber Zeit für richtige Probefahrten.
Zunächst fährt die Baureihe 111 auf meinen Testgleismodulen einmal ohne Soundelektronik in der niedrigsten Fahrstufe. Sie braucht dabei für einen Meter 82 Sekunden. Das entspricht einer erfreulich gemächlichen Vorbildgeschwindigkeit von nur 1,4 Stundenkilometern. Bevor es gleich abschließend eine größere Testfahrt mit Sounds gibt, zeige ich ebenfalls noch mit Fahrstufe 1, wie das Modell zwei Gegenweichen mit engem Radius von nur 1020 mm bewältigt. Zu guter Letzt nun mit einem Blick auf die andere Lokseite, die versprochene automatisierte Testfahrt mit Sounds. Ich habe diese wieder per Central Station 3 als Ereignisabfolge programmiert, samt Aufrüstvorgang bei Aktivierung des Sounds.
Das war's mit meinem Auspackvideo der Baureihe 111 in Spur 1 von Wunder Präzisionsmodelle. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteiner.